Gold. Ein Metall, das seit über 6000 Jahren die Menschheit fasziniert. Es steht für Macht, Reichtum und Unsterblichkeit. Und es hat ganze Zivilisationen geprägt. Von den ersten glänzenden Nuggets, die Menschen am Flussufer fanden, bis zu den tonnenschweren Tresoren der heutigen Zentralbanken. Gold hat eine Reise hinter sich, die spektakulärer ist, als viele glauben. Und gleich wirst du erfahren, wie unglaublich wenig Gold es tatsächlich auf der Welt gibt. Gold war eines der ersten Metalle, das Menschen überhaupt verarbeiten konnten. Lange bevor es Eisen, Bronze oder Kupfer in großer Menge gab. Bereits in den frühen Hochkulturen des alten Ägyptens formten Goldschmiede kunstvolle Schmuckstücke, die Königen und Göttern vorbehalten waren. Auch in Mesopotamien spielte Gold eine zentrale Rolle im Handel und im religiösen Leben. Für viele Kulturen war Gold nicht einfach ein Rohstoff, sondern ein heiliges Symbol für Ewigkeit und göttliche Kraft. Kein Wunder also, dass die Pharaonen ihre Gräber mit unglaublichen Mengen Gold ausstatten ließen, in der Hoffnung, seinen Wert sogar ins Jenseits mitzunehmen. Doch woher kommt Gold überhaupt? Wissenschaftlich betrachtet entsteht Gold nicht auf der Erde, sondern im All bei gewaltigen Supernova-Explosionen. Wenn riesige Sterne kollabieren, entstehen für einen kurzen Moment Temperaturen und Drücke, die schwerste Elemente wie Gold bilden. Ein Teil dieses kosmischen Goldes gelangte später in die junge Erde. Doch noch bevor sich unser Planet verfestigte, sank der größte Teil des Goldes in den heißen Erdkern ab und ist für immer unerreichbar. Nur ein winziger Rest blieb in der Erdkruste. Genau der Teil, den wir heute mühsam aus Minen und Flussläufen gewinnen. Deshalb ist Gold so selten und so wertvoll. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte wurden etwa 216.000 Tonnen Gold gefördert. Das klingt nach enorm viel, aber die echte Überraschung kommt jetzt. Würde man all dieses Gold zusammenschmelzen und zu einem einzigen Würfel formen, dann wäre dieser Würfel gerade einmal 22 Meter hoch. Nur 22 Meter. Ein Gebäude mit 6 Stockwerken ist größer. Das heißt, alles Gold, das jemals ausgegraben wurde, von den alten Ägyptern bis zu modernen Großkonzernen, passt in einen einzigen Würfel, 22 Meter hoch, der problemlos in eine Sporthalle gestellt werden könnte. Dieser eine Würfel repräsentiert die gesamte Goldmenge unserer Zivilisation. Schätzungen zufolge befinden sich noch rund 50.000 bis 60.000 Tonnen Gold in der Erdkruste, die wirtschaftlich abbaubar wären. Das bedeutet, wir haben bereits mehr als 2/3 des zugänglichen Goldes der Erde gefördert. Neue große Funde sind selten und die Förderung wird mit jeder Tonne schwieriger und teurer. Gold wird also langfristig nicht nur wertvoll bleiben, sondern sogar noch seltener werden. Heute lagern die Zentralbanken der Welt zusammen rund 36.000 Tonnen Gold. Das entspricht etwa 16 bis 17% des gesamten jemals geförderten Goldes. Doch warum halten Staaten überhaupt so große Mengen? Gold ist das einzige globale Wertaufbewahrungsmittel, das unabhängig von Politik, Inflation und Währungsabwertung existiert. Es kann nicht gedruckt werden, nicht gehackt werden und hat sich durch alle Krisen der Menschheit als stabil erwiesen. Die USA besitzen die größten Reserven, gefolgt von Deutschland, Italien, Frankreich, Russland und China. Und seit einigen Jahren kaufen Zentralbanken mehr Gold als je zuvor. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Gold auch heute noch als sichere Basis für das Finanzsystem gilt. Wenn Staaten in unsicheren Zeiten auf etwas vertrauen, dann ist es dieses Metall. Gold ist weit mehr als ein Edelmetall. Es ist Vertrauen in physischer Form. Es ist chemisch stabil, korrodiert nicht
und bleibt über Jahrtausende unverändert. Wir tragen es als Schmuck, wir nutzen es in Elektronik, in der Medizin und in Hightech-Anwendungen. Und im Finanzsystem dient es als letzte Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheit. Kein anderes Metall verbindet Schönheit, technische Bedeutung und wirtschaftlichen Wert so perfekt wie Gold. Deshalb wird Gold auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Wenn man darüber nachdenkt, ist es kaum zu glauben. Alles Gold der gesamten Menschheitsgeschichte passt in einen einzigen Würfel mit nur 22 Metern Kantenlänge. Ein kleiner Block, und doch hat er die Welt verändert, durch Könige, Kriege, Handel und das moderne Finanzsystem. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen neuen Blick auf dieses faszinierende Metall gegeben. Danke, dass du zugeschaut hast. Und wenn du mehr solcher Projekte sehen möchtest, freue ich mich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.